Wasser ist ein Dipol. Ein Dipol ist eine Antenne. Eine Antenne kann elektromagnetische Signale senden und empfangen. Aber wenn ich da das Wasser behandle und dann steht das da und ich bin da mit dem Handy am Rumdrücken, da habe ich 27 WLANs in einem Wohngebäude, ich habe einen Zug, der nebenbei vorbeifährt. Was glauben Sie, machen denn diese Wassermoleküle, obwohl es vorher ideal behandelt wurde, wenn das einfach in diesem Dreck, diesem unsichtbaren Dreck, den wir heute haben, einfach stehen bleibt? Ich habe das genau angeschaut. Wenn wir jetzt nach dem Proton stimmen, dann kommen wir auf eine Stimmung von 432 Hertz. Kommt das Ihnen bekannt vor? Dann sieht man, da hat es auf 2 Noten so Akkumulierung von diesen wichtigen Elementen. Wir wollen uns jetzt vor der Mittagspause noch eine Einführung von Walter Tutt anhören. Er hat ja schon viele Jahre auch sich im Bereich der Wasserforschung, der Wasseruntersuchung und Messungen beschäftigt und ein ganz spannendes Messverfahren auch in einem alten Film von Franz Fitzke vorgestellt. Ich weiß nicht, ob den manche noch in Erinnerung haben. Da geht er mit dem Ottmar Grober, mit seinem PC und mit dem Messgerät durch den Bach. Und das liegt so ungefähr 18 Jahre zurück. Ja, und es war schön, dass wir jetzt kurz vor der Veranstaltung durch den engen Kontakt zwischen Franz Fitzke und Walter Tutt auf die Idee gebracht worden sind, ihn einfach einzuladen zu uns, um jetzt mal ein Messverfahren, eines der vielen Messverfahren, die es auf der Welt gibt, aber ein ganz spezielles, uns hier vorzustellen. Und das hängt auch eng mit einem Musikinstrument zusammen, von dem ich erstmalig gehört habe, als diese Vorbereitungszeit war. Und da bin ich auch sehr gespannt. Das Musikinstrument hören wir dann nach der Mittagspause. Ja? Jetzt vor der Mittagspause gibt es im Grunde die Theorie dazu. Walter Tutt. Danke. Danke vielmals. Ja, ist ja so, dass ich eigentlich nicht Forscher bin, sondern ich bin Ingenieur, Musiker, habe vielleicht ein paar bekommen und Unternehmer. Und ich habe eigentlich knapp 30 Jahre im Wasseraufbereitungsbereich in der Praxis gearbeitet. Große Systeme, also Systeme zum Beispiel 100 Hektaren bewässern und so in dem Stil. Oder mehrere Gemeinden, gemeinsame Wasserversorgung, diese Sachen eigentlich in der Praxis gemacht. Und ich war so frech, das zur Forschung zu nutzen und dann eigentlich die ganze Wissenschaft außen vor zu lassen. Was mir natürlich ein paar Bumerangs gebracht hat, aber es war doch sehr schnell. Und darum sind wir jetzt eigentlich schon in der Gegenwart seit über 20 Jahren mit dem Thema Wasser, Rhythmus und Frequenzen. Das ist gar kein Thema der Zukunft, sondern das passiert alles schon. Herzliche Gratulation an euch für die 30 Jahre, was ihr da gemacht habt. Viel Herzblut investiert und ich denke, viele Leute konntet ihr sensibilisieren, begeistern für die ganze Sache. Und ich werde auch aufzeigen, wo vielleicht der Übergang zwischen dem, was ich mache und was die ganze Schauberger Wirbelung, Einwirbelung und diese Themen sind. Der Titel dieses Vortrages ist die Frequenzstruktur von Wasserorganismen und Kosmos. Ich habe ja schon gesagt, wer ich bin. Ich bin effektiv später als viele von euch auf Schauberger gestoßen. Bei den Jüngern war ich natürlich früher dran. Und ja, das gab dann viel zu lesen. Also klar, da hinten ist irgendwo auch unsere sinnlose Arbeit. Also das habe ich auch super gefunden. Ja, richtig. Und ja, dann gab es 2004 diesen Film Art Entdeckung. Das war ja so, dass wir waren natürlich begeistert, was man da alles machen kann mit der Technologie, mit der Optimierung dieser Technologiekombinationen, die ich verwendet habe. Und da war ich dann, im Film sieht man das, in Kläranlagen, in Seen und überall. Aber wir waren ein kleines, winziges Unternehmen und wir konnten das gar nicht alles packen. Und wir haben uns dann später auf Wasserbehandlungen in
Leitungen konzentriert. Aber ist natürlich sehr schön. Schauen wir uns doch, was du beschrieben hast, doch ganz kurz an. Dann erinnern sich vielleicht auch noch ein paar mehr an die Geschichten. Das ist die Pendelrampe von Ottmar Grober. Also auch da hunderte von Kilometern von Praxis umgesetzter, dynamischer Flussbaumaßnahmen oder eben heute Inch-River. Mit einer neuen Messtechnik versuchen sie, die Selbstheilungskräfte von Bergbächen Dieser zu junge entwickeln. Bursche, der hatte barfuß durch soll helfen, die das Wasser ging. Qualität Das war unseres tatsächlich Trinkwassers ich. zu verbessern. Visionäre? Und das Es sind sieht man jedenfalls dieses keine Gerät, Wissenschaftler, sondern was Praktiker, die in die der Phänomene Klaus des auch Wassers gerade eintauchen. erwähnt hat. Und ich bin ja eigentlich erst nach dem Film wirklich genau drauf gekommen, was das ist. Das wurde mir von außen zugetragen. Es war sehr, sehr interessant, diese Messungen anzuschauen. Die Interpretation dazu, die habe ich nachher dann abgeändert. Aber ändern müssen, damit ich bei der Wahrheit bleibe. Ja, ich habe dann 2009 mit diesem Konzept Most Promising Cleantech Startup Award an der Weltinvestmentkonferenz in 2009 habe ich den Preis gewonnen. Ich bin aber wie gesagt ein Praktiker. Ich bin eigentlich nicht ein Forscher. Meine Sprache ist eher diese der Bauleute als diese der Doktoren und Professoren. Ich habe aber ein super Netzwerk mit vielen Forschern weltweit, leider verstorben, auch die Meiman Ho zum Beispiel. Jim Osman, Luc Montagnier ist auch schon verstorben. Und ja, aber es gibt eben, wie wir gehört haben, es gibt viele, die noch leben, die auch sehr, sehr viel wissen. Einige wissen vielleicht, dass ich diese Firma Aqua4D gegründet und aufgebaut habe. Das waren Tausende von Systemen in x Ländern auf der Welt. Ich bin nicht mehr beteiligt an dieser Firma. Ich bin ausgestiegen, habe da über die Jahre gewisse Kontrolle verloren, weil ich so viele Investoren reinlassen musste. Und die Philosophie hat am Schluss nicht mehr gepasst und da musste ich mich von der ganzen Geschichte eigentlich vor 2 Jahren trennen. Ich bin heute also ganz neutral. Ich werde Ihnen keine Produkte verkaufen wollen, sondern seit 2 Jahren mache ich Beratung, Ausbildung und ich will das Wissen, was wir hatten, um diese Erfolge haben zu können, das will ich in die Welt hinaustragen. Und wenn Leute hier dann Fragen nachher haben oder mehr wissen wollen, dieser Vortrag hier, den stelle ich gerne zur Verfügung als PDF zum Beispiel, auch weitere Informationen. Aber da braucht es kleine Proaktivität. Ihr müsst eine Karte von mir holen, da ist die E-Mail drauf. Ihr müsst mir eine E-Mail schreiben und dann schicke ich jedem, der das macht, schicke ich diese Präsentation als PDF. Eurem Verein schicke ich sie aufgefordert. Ja, in dem Film war auch der Emilio Del Guidice leider auch verstorben, ein genialer Wissenschaftler auch, hätte auch viel mehr Platz in den Tempeln der Berühmtheiten verdient gehabt. Und der hatte dort in dem Film untersucht, das wusste ich damals gar nicht, ich habe den ersten Film gesehen, wo der veröffentlicht wurde, der hat da Forschung gemacht, wie man mit elektromagnetischer Stimulierung die Oxidation von Metallen zum Beispiel beeinflussen, idealerweise zum Beispiel verhindern kann, wenn man aggressives Wasser hat. Und wenn man jetzt diese Grafik anschaut, wenn man da den pH anschaut und dann den Elektronenreichtum, dann braucht es eigentlich ganz, ganz wenig mehr Elektronen zur Verfügung und dann ist man nicht mehr im Korrosionsbereich, sondern im Passivierungsbereich. Das kann man machen. Und Entschuldigung, ich bin nicht mehr bei den Wirs dort, aber das haben wir dort jahrzehntelang schon gemacht. In großen Gebäuden, auf Leitungen, die Kilometer lang sind.
viele Kilometer lang. Das ist also möglich. Wasser, ich sage da vielen nichts Neues, ist ein Dipol. Ein Dipol ist eine Antenne. Eine Antenne kann elektromagnetische Signale senden und empfangen. Es sind aber nicht so kleine Kügelchen, wie man das sieht. Ein Atom oder ein Molekül ist schwingende Energie, ganz definiert schwingende Energie. Und das ist das einzige Modell, was für mich es möglich macht, Sachen zu erklären, dass eigentlich Gedanken und Materie aus demselben kommen letztendlich und dass alles eben doch eins ist. Ja, das sind Bilder, die mir mit dem Wissen, das ich habe, manchmal ziemlich wehtun, wenn ich das sehe, dass so ein Wasserturm der Trinkwasserversorgung für die Trinkwasserversorgung da ist, eigentlich so verstrahlt wird. Also, und ich gehe dann nachher noch darauf ein. Dieses Wassermolekül, was ich vorher gezeigt habe, wenn man so eine Bleistiftspitze sich vorstellt, was denkt ihr, wie viele Wassermoleküle sind so größenordnungsmäßig so in einer Bleistiftspitze drin? Das ist im Milliardenbereich. Milliarden. Also wir haben bereits in so einer kleinen Bleistiftspitzengröße Milliarden von Antennen, die empfangen und senden können, die sich dann auch strukturiert einwirbeln und dann natürlich durch ihre Ausrichtung extrem viel bewirken im elektrischen, im magnetischen Bereich. Viele Forschungsberichte zeigen, einige von euch kennen vielleicht gewisse von diesen Studien, dass technische elektromagnetische Strahlung einen negativen Einfluss auf Organismen hat. Die berühmteste Studie ist eigentlich die Reflex-Studie, die wurde über viele Jahre von mehreren Universitäten in Europa gemacht und hat das ganz klar aufgezeigt. Natürlich war ein halbes Jahr später, bereits ein halbes Jahr später, so schnell, eine Gegenstudie da, die gesagt hat, dass das nicht war. Oder? Aber das kennen wir auch. Ich habe selber so an einem Papier mitgewirkt, das war 2020, glaube ich, wo es darum ging, was ist denn mit diesen Frequenzen los, die 5G verwendet. Und wir haben das auch dann abgeglichen, letztendlich in diesem Papier mit den Arbeiten von mir, da gehe ich noch drauf ein. Das Thema wird von den meisten Wasserspezialisten nicht genau betrachtet, aber das Verständnis des Einflusses der technischen Strahlung ist für eine erfolgreiche physikalische Wasserbehandlung entscheidend. Also ich rede jetzt nicht davon, wenn ich zum Beispiel einen Verwirbel habe und das Wasser dann rauslasse im Wasserhahn und das eigentlich in relativ kurzer Zeit nachher trinke, nein. Aber wenn ich da das Wasser behandle und dann steht das da und ich bin da mit dem Handy am Rumdrücken, da habe ich 27 WLANs in einem Wohngebäude, ich habe einen Zug, der nebenbei vorbeifährt. Was glauben Sie, machen denn diese Wassermoleküle, obwohl es vorher ideal behandelt wurde, wenn das einfach in diesem Dreck, diesem unsichtbaren Dreck, den wir heute haben, einfach stehen bleibt? Das arme Wasser. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind zu 2/3 Wasser. Was macht es denn mit Ihrem Wasser, mit dem Wasser in Ihnen? Also, das sind eben Themen, die mich seit langem beschäftigen. Es gibt also eine natürliche Strahlung, die ist sehr subtil, die ist harmonikal strukturiert, also eigentlich wie eine Symphonie. Sehen wir da noch genauer? Und da gibt es die technische Strahlung, die ist viel stärker, die ist chaotisch und die beeinflussen sich gegenseitig. Ich meine, wir können diese Strahlungen ja nicht sehen, aber wenn Sie das sich vorstellen würden, dann müssten wir sagen, ja, hier spielt eine Symphonie, schöne Stücke
Und dann fängt einfach daneben auf der Baustelle, fangen die Kompressoren an zu arbeiten, zu rattern und zu tun. Das haben wir eigentlich an elektromagnetischer Strahlung hier in unserer Welt. Technische Strahlung verzerrt und stört Organismen und die biologischen Funktionen. Diese technische Verstrahlung, die war natürlich zu Zeiten von Schauberger kaum vorhanden. Die ist massiv explodiert. Und wenn ich Korrelationskurven anschaue zwischen Temperaturanstieg auf der Welt und technischer Verstrahlung, die korrelieren. Ich habe schon mit mehreren bedeutenden Leuten, wie heißen die, Experten, ja genau, gesprochen, die im Fernsehen kommen und über das CO2 und so weiter reden. Sie wurde ja schon erwähnt. Und ich sage, habt ihr das schon mal verglichen mit der elektromagnetischen Strahlung, die auch parallel zu den Temperaturen angestiegen ist? Ah, was? Nichts los, ha? Das war die Realität. In der Wasserbehandlung, ich habe es vorhin aufgezeigt, stellt aber genau das eine große Herausforderung dar. In der Natur hat jeder Stoff auch seine eigene Schwingung und diese Schwingung ist ganz, ganz fein und subtil und natürlich hören wir diese Schwingung nicht. Und in der Quantenphysik gibt es Formeln, die uns ermöglichen, diese Schwingung ganz genau zu berechnen. Und das könnte ich dann nachher sinngemäß auch wieder hier aufs Klavier übertragen. Wenn wir jetzt einen Ton zum Beispiel von Sauerstoff berechnen, der liegt natürlich wesentlich höher und der ist nicht mehr hörbar. Also das Klavier, das wäre ungefähr einen halben Kilometer lang. Und wenn ich aber das jetzt wieder um die Oktaven runter transponiere, bis ich hier in diesem hörbaren Bereich liege, dann lande ich schlussendlich eben bei diesem Klang vom Sauerstoff zum Beispiel. Und der Kohlenstoff, ein sehr wichtiger Stoff in Pflanzen, im Menschen, überall, der liegt genau eine Quint drüber. Man könnte das so als Quintensprung bezeichnen. Und wenn ich jetzt nochmals so einen Quintensprung mache, dann lande ich hier oben bei einem Ton und das ist genau der Klang von Wasser. Was sind denn die Hauptfrequenzen für und in Organismen? Was sind die Hauptrhythmen für lebendige Organismen? Hauptrhythmen. Auf makrokosmischer Ebene ist es sicher der Tagesrhythmus. Alles lebt nach diesem Tagesrhythmus. Der Jahresrhythmus ist auch ein ganz klar, extrem wichtiger Rhythmus für alle lebendigen Organismen. Wenn wir jetzt auf mikrokosmischer, atomarer Ebene schauen, und wir uns fragen, was sind denn meine Frequenzen, meine Schwingungsfrequenzen? Dann frage ich, ja, was sind denn die Hauptatome, aus denen du bestehst? Aus was bestehen wir hauptsächlich? Was sind so die Atome, die in uns am meisten vorkommen? Sauerstoff, Kohlenstoff, yes, gut, Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, und dann das Wasser, die 2/3 Wasser. Die hat natürlich auch Wasserstoff drin, diese Moleküle, aber nehmen wir das Wasser mal unabhängig und um all das rum, um diese Atomenmoleküle rum, was schwirrt da rum? Die Elektronen. Also wenn wir uns sagen, was ist denn unsere Schwingung? Ja, dann können wir doch sagen, ja, vielleicht ist doch die, was am meisten drin schwingt und vibriert in unserem Körper. Vielleicht sind das unsere Schwingungen, oder? Könnte ja sein. Elektronen sind für mich extrem wichtig und die im Gesundheitsbereich tätig sind, wissen, wenn wir einen Elektronenmangel haben, dann geht es ganz schnell bergab mit der Gesundheit. Und das war für mich eigentlich dann letztendlich all diese Argumente der Auslöser, dass das Elektron ziemlich zentral in diesem Konzept ist, was ich entwickelt hatte.
weil alles ist von Elektronen umhüllt und wenn es zu wenig hat, dann haben wir Probleme. Das Interessante ist, wenn ich das als Note anschaue, also diese Frequenz kann ich ja schauen, was ist das für eine Note, dann ist das Wasser genau dieselbe Note wie ein Elektron, nur 15 Oktaven höher. Auch mal interessant so zum Einstieg. Die Klassen, ich habe dann lange Zeit verglichen, Reif oder weiß ich was, Solfeggio und ganze Sachen, habe ich Tabellen gemacht und verglichen und geschaut, ist irgendwas logisch in der ganzen Geschichte? Was nachher logisch war, waren unsere Helden der Quantenphysik. Der Louis Broglie hat bestimmt, dass hat eine Formel aufgestellt und gesagt, jedes Teilchen oder jedes Element hat eine Wellenlänge, also Sauerstoff, Kohlenstoff, jedes hat eine Wellenlänge. Er kombiniert, ich gehe jetzt da nicht groß in die Theorie ein, aber diese Formel kennt trotzdem wahrscheinlich fast jeder, von Einstein, dass Energie Masse mal Lichtgeschwindigkeit im Quadrat ist. Oder? Und der Max Planck hat gesagt, Energie ist diese, heute sagt man Planck'sche Konstante H mal die Frequenz. Beide haben Energie definiert und der Broglie hat sie kombiniert und hat dann gezeigt, wie man eigentlich Frequenz ausrechnen kann, wenn man das atomare oder das Molekulargewicht hat. Und das kennen wir ja, diese Molekulargewichte. Also kann ich Frequenzen von diesen Elementen, die in uns auch sind, und andere natürlich aus, die kann ich ausrechnen. Und dieses Rechnen, das kann ich tatsächlich reproduzieren. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich reproduzieren kann. Und ich denke, reproduzieren gehört eben auch zu unseren täglichen Aktivitäten. Und wir sollten kreativ sein. Ich bin eher auf der kreativen Seite und tue nicht gerne reproduzieren, weil mir das sehr schnell langweilig wird. Aber es gehört halt auch zum Leben dazu, auch wenn man nie genau gleich den Kaffee trinken wird am Morgen. Einmal wird man ihn leicht anders halten und so weiter. Aber so im Großen und Ganzen sind so Sachen Teil unseres Tagesrhythmus und so weiter. Gut, was interessant ist, je höher die Masse, desto höher die Eigenfrequenz. Das sieht man, je höher die Eigenfrequenz, also desto kürzer die Wellenlängen. Und man kann sich vorstellen, wenn die Wellenlängen kürzer werden, wird das Ganze doch dichter. Und das sind genau die dichteren Elemente, die schweren Elemente, die kürzere Wellenlängen haben. Also das passt eigentlich alles ganz, ganz genau zusammen. Wie kann man sich dann merken? Ja, was ist jetzt, sind die schweren Elemente, schwingen die schneller? Mal auf Holz klopfen und dann auf Metall klopfen und dann sieht man, welches höher schwingt und dann kann man sich wieder daran erinnern. Ich habe dann die sogenannte Harmonics Elements Table entwickelt. Wie? Haben wir beim Jörg schon gesehen. Das Monochord ist natürlich ideal, um solche Zusammenhänge darzustellen. Also ich stelle jetzt die Schwingung der Saite übertrieben dar. Die schwingt auch gar nicht so in einer Ebene, sondern eigentlich so ein bisschen rum. Das ist so wie eine längliche Zitrone, oder? Und wenn ich da keinen Bügel drin habe, dann schwingt die ganze Saite. Das ist die Länge L, die Frequenz 1. Wenn ich jetzt die Länge durch 2 teile, dann ist die Frequenz mal 2. Wenn ich das durch 3 teile, dann ist die Frequenz mal 3. Und jetzt sehe ich, in diesem System kann die Frequenz 3 sein, es kann die Frequenz 2 sein. Die schwingen auch ein bisschen gleichzeitig. Wenn ich die leere große Seite schwingen lasse, dann schwingen diese ein bisschen mit. Das sind die sogenannten Obertöne. Die hört man so ein bisschen mit und das gibt dann, was man die Farbe des Klangs nennt. Und wenn es eine reine Sinuskurve ist, was aber in der Natur auch kaum gibt, dann tut das fast weh, weil dann hören wir eben nicht diese Farbe, sondern nur einen Ton und das macht dann das so ein bisschen unerträglich, manchmal reine Sinusschwingungen anzuhören. Aber die Frequenz 3,2 zum Beispiel, die existiert in so einem System nicht. Die kann da gar nicht schwingen.
Also sind nur Frequenzen in einem System, die in einem sogenannten harmonikalen Verhältnis sind. Ein harmonikales Verhältnis als mathematischer Ausdruck ist ein Verhältnis von ganzen Zahlen. 2:3, 3:4, 1:2. Das sind harmonikale Verhältnisse. Die Elemente, wenn man das ausrechnet, die sind zig Oktaven höher als unser hörbarer Bereich, Terahertz-Bereich. Aber wenn ich die Note wissen will, mit welcher Note das dieses Element schwingt oder spielt, dann muss ich durch 2 teilen, x-mal, bis ich im hörbaren Bereich lande, dann sehe ich, auf welcher Note lande ich. Das ist dieselbe Note dann. Also dann teile ich diese Eigenschwingung so viel mal durch 2, bis ich auf einer bestimmten Oktave lande, und da trage ich dann zum Beispiel Kohlenstoff rein, Sauerstoff und so weiter. Umgekehrt ist es mit diesen makrokosmischen Rhythmen, Tagesrhythmus und so weiter. Da muss ich mal 2 machen, bis es drauf in den hörbaren Bereich kommt. Dann platziere ich die auch in derselben Oktave. Farben übrigens, die liegen dazwischen drin. Das ist etwas, was wir sehen können. Wir sehen genau eine Oktave. Oberhalb und unterhalb von dieser Oktave sehen wir nichts. Irgendwann, wenn es dann tiefer geht, fangen wir es an zu hören. Da hören wir mehrere Oktaven. Ja, eben eintragen in Tabellen, die ganzen Sachen aufstellen. Also ich wurde ja wirklich Excel-Spezialist mit meinen Forschungen. Und jetzt ist eben die Frage, ja, was ist dann, sagen wir, der Grundton, der Hauptton? Und da könnte ich ja sagen, das ist das Proton. Das ist so ein kleines Grundelement, wo dann alle anderen Atome auch einen Bestandteil davon haben. Nehmen wir doch das Proton. Ich habe das genau angeschaut. Wenn wir jetzt nach dem Proton stimmen, dann kommen wir auf eine Stimmung von 432 Hertz. Kommt das Ihnen bekannt vor? 432 Hertz ist doch eine riesige Geschichte, und die Leute, die damit Therapien machen, zum Beispiel mit Musik, die haben gemerkt, dass anstatt üblicherweise ist ja die Stimmung heute bei 440 Hertz, aber wenn Sie Ihre Gitarren oder was Sie dann haben runterstimmen, 432 Hertz, dann reagieren die Patienten viel besser und sie haben viel die bessere Wirkung. Manche nennen das auch den sogenannten Mozart-Effekt, weil anscheinend Mozart irgendwo zu der Zeit die Stimmung in dem Bereich hatte. Ich habe dann natürlich, was ich in der Theorie sagen würde, wäre das Beste, das Elektron als Basis genommen, und dann landen wir eben nicht auf 432, aber recht nahe dran, 428,7, also 429 Hertz. Und ich kann euch sagen, alles, was ich dann gemacht habe an Behandlung von Wasser und so weiter, das war auf diese 429 gestimmt. Ich habe gesagt, das Wasser ist dann 15 Oktaven höher, aber wenn ich es dann runter nehme in die gleiche Oktave, 429,6 Hertz, da habe ich ja 428,7 das Elektron. Aber das ist so ein kleiner Unterschied, das nehmen wir nicht als Dissonanz wahr, sondern als Farbe, ein farblicher Klang. Die sind nicht ganz genau gleich gestimmt. Das gibt eben, was der Viktor Scharbeyer eben auch erwähnt hat, wenn Mann und Frau zusammen sind, wenn die genau die gleiche Schwingung hätten, also das Minus und das Plus hier, dann nachher würden die ja immer genau gleich schwingen. Dann gäbe es keine Reibung, oder? Und dann gäbe es wahrscheinlich keine Fortpflanzung. Also man kann schon sagen, das hat auch Sinn und Zweck, dass es nicht ganz genau identisch ist. Dann gibt es diese Spannungen, diese Felder, was ja nicht ganz perfekt ist, und da kann was Neues eigentlich entstehen. Ja, und wenn man das jetzt aufträgt, das ist jetzt das Resultat oder das Erste. Ich habe jetzt seit 2 Jahren eben mehr Zeit, das noch weiter zu entwickeln und noch genauer anzuschauen. Dann sieht man, da hat es
auf 2 Noten so Akkumulierung von diesen wichtigen Elementen, die wir haben in unseren Organismen, die Pflanzen auch und die Tiere natürlich auch. Und viele von diesen Elementen sind auch im Süßwasser, im Trinkwasser. Und da ist auch wieder was, weil ich, habt ihr gesehen, habe viel Schauberger Originaltexte gelesen. Der hat auch immer von den Kohlenstoffen und den Sauerstoffen gesprochen. Da haben wir genau die 2 Gruppen. Um den Sauerstoff rum und um den Kohlenstoff rum. Und die haben ein ideales Verhältnis einer Quint von 3:2. Das ist sozusagen die Krone der harmonikalen Verhältnisse, diese Elemente. Interessant, weil ich habe das so aufgetragen und plötzlich sehe ich das. Also plötzlich, es ging eine Weile, das haut einen vom Stuhl. Und das habe ich jetzt gesagt, ha? Das habe ich auch schon gesagt. Wenn man jetzt schaut, nehmen wir mal ein paar giftige Stoffe, oder? Quecksilber, nicht in einem harmonikalen Verhältnis zu den anderen Stoffen. Blei, nicht in einem harmonikalen Verhältnis zu anderen Stoffen. Phosphor auch nicht. Puren Phosphor ist für uns giftig. Kannst du vielleicht... Es gibt natürlich erfahrene Leute im Gesundheitsbereich als ich. Ich bin eher so ein Wasserspezialist und Betonierfachmann und Bodenspezialist, weil Boden, Mineralien und Wasser ist extrem wichtig, dass das funktioniert. Ja, okay, also diese Stimmung ist nicht die übliche, die ist diese 428,7 Hertz. Und es gibt noch andere interessante Sachen, die ich so nebenbei festgestellt habe. Und welche Stoffe stoßen wir nicht ab als Implantate? Gold, Platin und Titan. Wo sind die? Die sind alle auf der gleichen Note. Ist doch auch interessant. Ist nur so, was ich hier beobachte. Dieser Artikel, den ich mit holländischen Spezialisten mit verfasst habe, ich dachte, das wäre der holländische Freund von mir gewesen, der da gerade reagiert hat. Wir haben verglichen Ihre Forschungsarbeit mit meiner Berechnung dieser Schwingungsstruktur von lebendigen Organismen. Und was Sie gemacht haben, der Gesig und der Meyer, die haben 175 Studien genommen, wo drin vorkamen Frequenzen, die entweder gesund oder krank machen. Die haben all diese Frequenzen von diesen 150 Studien genommen und ähnlich wie ich dann alles in einer Oktave platziert und geschaut, wie sieht denn diese Struktur auf. Bei mir war das, wie gesagt, eben eine Berechnung und meine für Spezialisten jetzt in dem ganzen Bereich von der Mathematik, der Musik und diesen Stimmungen. Bei mir ist das eine absolute G-Tonleiter, die einfach rauskam aus diesen Berechnungen und der Darstellung. Und beim Gesing-Meyer, die haben es mal ein bisschen vorbeeinflusst, sage ich jetzt mal auf 432 Hertz eingestimmt und dann haben sie sogenannte temperierte Stimmen genommen. Das ist, was man zum Beispiel beim Klavier hat, damit man alle Tonarten spielen kann. Aber keine stimmt ganz genau. Die absolute Stimmung, die stimmt jetzt genau für G, aber da könnten jetzt andere Tonarten würden nicht genau stimmen. Aber in der Natur ist das egal, die schwingt so wie sie ist und in meinen Augen schwingt sie in G-Dur. Gestimmt auf 429 Hertz. Das war jetzt die Arbeit von Gesing-Meyer, also
Man sieht da, die grünen Frequenzen sind die gesunden und die roten sind die ungesunden. Was mir dann aufgefallen ist, ist, da gewisse Bereiche gar nicht genau dort liegen, wo sie ihre Tonleiter angelegt haben, so ein bisschen daneben. Da die eine rote Kolonne dort, die grüne Kolonne, die hat nicht genau gestimmt und darum wollte ich das dann eigentlich mit der Berechnung von meiner Seite vergleichen. Es war auch so, dass die 432 Hertz, die sie genommen haben, wenn man da schaut, ist das eher so ein bisschen tiefer als 432 Hertz, die meisten von diesen grünen Punkten dort. Würde man auch sagen, ja, das ist vielleicht eine Spur tiefer als 432 Hertz, wobei 432 hat schon eine sehr gute Wirkung, also nur um das mal klarzustellen. Und wenn man dann da das mit meiner Tabelle so vergleicht, sieht man, dass ja eben diese Bereiche, die da ein bisschen daneben lagen, wenn Sie meine theoretische Tabelle genommen hätten mit Ihren Punkten, die Sie darauf gesetzt haben, dann hätte das noch perfekter eigentlich gestimmt. Hat mich natürlich gefreut und bestätigt, dass das so ausgeschaut hat. Ich habe gesagt, dass das sind bald 30 Jahre, wo ich diese Wasserbehandlungsgeräte entwickelt und produziert und installiert habe. Mit genau diesen Schwingungsstrukturen, die ich hier vorgestellt habe. Es wurden wirklich Tausende von Hektaren von versalzenen Böden regeneriert. Da wuchs nichts mehr, da war einfach eine weiße Oberfläche und ohne mehr Wasserbedarf, mit der normalen Bewässerung, die sie machen, konnte man diese Salze auflösen, runtertragen, in ionischer Form zur Verfügung stellen, weil das Problem ist ja nicht, dass da Natrium rum wäre, sondern das Problem ist, dass das kristallisiert ist. Und wenn Sie dann bewässern, dann wird das Wasser von diesen Kristallstrukturen absorbiert. Ich zeige das noch später ein bisschen genauer. Wir haben auch Dutzende von Forschungsberichten, Universitäten, INRAE und all diese großen Institute in Frankreich, die einfach beobachtet haben, wird das tatsächlich besser, können die tatsächlich Wasser sparen? Da wurde das bestätigt. Es wird also im ganzen Leitungssystem eine schwingende Schwingungsstruktur draufgegeben, die ist permanent, normalerweise 24 Stunden am Tag, läuft die ganze Zeit. Das heißt, der Unterschied ist jetzt, wenn ich dieses Wasser behandle, es läuft durch das Gerät durch und dann steht es zum Beispiel im Haus in der Nacht während 12 Stunden. Wenn man das Wasser in diesen Leitungssystemen, was stillsteht, nicht in Schwingung hält, dann hauen diese 10 WLANs in der Umgebung und all das haut auf das Wasser ein und destrukturiert das wieder. Und der super Effekt, der erzielt wurde, der wird dann wieder abgebaut. Wenn Sie morgen den Wasserhahn öffnen und Wasser trinken wollen, ist das Wasser eben behandelt von den WLANs und nicht mehr von dem Gerät, was Sie da hatten. Wenn aber diese Schwingungsstruktur aufrechterhalten werden, das bedingt eben auch Überlegungen, wo lege ich es an, wo mache ich dann zum Beispiel Pumpen rein, baue ich es nach der Pumpe rein und so weiter. Das sind alles wichtige Überlegungen in der Praxis, damit man Erfolg hat. Wir beeinflussen mit so einer Behandlung, das ist noch wichtig, vielleicht zu sagen, begünstigen wir bestimmte biologische Prozesse und verlangsamen andere Prozesse, die nicht erwünscht sind. Genau gesagt, ändern wir Wahrscheinlichkeiten, dass Prozesse stattfinden. Ich kann wirklich nicht genauer auf all das eingehen, weil das wäre natürlich Stoff für einen ganztägigen Workshop oder sowas. Da könnte man ganz genau auf diese Sachen eingehen. Wenn wir jetzt das anschauen, dann hat sich eigentlich ein Erklärungsmodell, ist auch ein Modell, aber das hat sich durchgesetzt und alles, was wir so an Messgeräten versucht und getestet und gemacht haben, wo man da sowas sehen konnte, hat das bestätigt, dass mit einer guten physikalischen Wasserbehandlung die Cluster, also die Gruppierungen von Wassermolekülen verkleinert werden, die sind nachher kleiner. Und du hast das schon angetönt mit
Oberfläche, dass da mehr Oberfläche rum ist in diesen Wirbeln. Und ich bin genau auch der Meinung, genau das passiert auch in Wirbeln, obwohl es gibt Wirbelspezialisten hier. Ich bin es nicht. Ich habe so ein bisschen mitbekommen durch die Literatur, die ich gelesen habe. Aber die Verwirbelung am Anfang von dem Gerät, das wir gebaut haben, das dient auch dazu, das Wasser gleichmäßiger zu behandeln, weil wenn das so laminar durchströmt, für Leute, die den Begriff kennen, also quasi wie eine Zahnpasta und sich nicht vermischt, dann habe ich außen viel elektromagnetische Effekte und im Zentrum fast keine. Wenn das so ein bisschen durcheinander wirbelt, wird alles viel regelmäßiger behandelt. Also nicht der genau gleiche Zweck der Verwirbelung in diesen Systemen. Wir haben dann mehr elektrische Ladungen zur Verfügung. Das verändert auch die elektrischen Ladungen an den Grenzflächen, also Wasser, andere Materialien. Überall, wo das Wasser in Berührung kommt, hat das Wasser mehr elektrische Kräfte. Ich zeige das jetzt, wenn wir da, wo jetzt das Mikroskop ist, das genauer anschauen. Die Wassercluster, stellen wir uns das so mal vor, die wechseln ständig, auch das wechselt ständig, aber die sind im Schnitt nachher viel kleiner. Und was wir dann haben, wir haben viel weniger Wassermoleküle, die da drin eingeschlossen sind in diesen Clustern, als wenn sie groß sind. Und wir haben mehr, die draußen am Rand von diesen Clustern sind. Und das ist jetzt der Rand von seinem Cluster. Innen drin diese Wassermoleküle, die eben nicht so kleine Kügel sind, schwingende Energie, aber diese Plus- und Minusteilchen, die können nichts tun, die machen nichts, die sind eigentlich neutralisiert. Und die einzigen, die Arbeit machen von diesem Wasser, das sind diese Plusteilchen am Rand vom Wassermolekül und die Minusteilchen am Rand vom Wassermolekül. Und was machen die eigentlich vor allem? Die machen vor allem, der Begriff Hydratation wird da, glaube ich, zentral. Wir können so natürlich viel, viel besser hydratisieren. Und eben, ich bin der Meinung, dass mit der Verwirbelung genau das passiert. Das Wasser wird super strukturiert. Wenn jemand im Zusammenhang mit Wassermolekülen oder Clusterstrukturen Informationen mit Wirbeln hat, ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mir die auch zukommen lassen würdet. Das interessiert mich sehr, nach heute noch mehr, weil ja, wurde alles wieder ein bisschen aufgefrischt heute. Nehmen wir mal so ein Salzklumpen oder ein kleines Salzkristall. Das sind so Gitterstrukturen, wo beim Chlorid ein Elektron mehr sitzt und beim Natrium ein Elektron weniger. Das ist ein Plus, das Natrium. Also das heißt, wenn jetzt das Wasser an so diesen Kristall rankommt und die Wassermoleküle, die in der Nähe von Chlorid sind, die richten sich so aus zum Chlorid mit dem Plusteilchen. Plus und Minus zieht sich an. Und wenn genügend von diesen Wassermolekülchen bei diesem Kristall sind, dann ziehen sie dieses Chlorid raus und dieses Chlorid ist nachher ein sogenanntes Ion und Teil des Wassers, Teil dieser Flüssigkeit. Und bei Kationen ist genau umgekehrt, bei Natrium ist genau umgekehrt. Da richten sich die Minusmolekülchen in diese Richtung. Die werden diese Teile vom Wassermolekül angezogen und die ziehen dann dieses Natrium raus. Und dann haben wir dieses Meerwasser zum Beispiel. Und was eben auch noch passiert, ist der Transport. Also jetzt wird es mal gelöst. Ist gelöst und Teil des Wassers. Aber dieses Cl-, Na+, die sind auch Plus-Minus, die haben auch die Tendenz, sich wieder anzuziehen und wieder einen Kristall zu bilden. Diese Tendenz ist logischerweise da, aber dadurch, dass die Wassermoleküle so eine Abschirmung machen um diese Ionen herum, kommen die wieder nicht zusammen. Und so kann das Wasser ganze Berge auflösen. Es braucht halt eine gewisse Zeit, aber und diese Berge dann sehr weit transportieren.
Und das ist genau etwas, was zentral ist und in unserem Körper zentral ist. Wenn wir genügend Wasser trinken, gutes Wasser, dann haben wir auch wieder mehr von diesen Molekülchen rum, die die Ablagerungen ein bisschen auflösen können und so weiter und so fort. Kleinere Cluster von Wassermolekülen erhöhen die Verfügbarkeit von elektrischen Ladungen und die Hydratationsfähigkeit des Wassers wird erhöht. Dadurch wird energetisiertes Wasser ein klar definierter Begriff. Kleinere Wassermoleküle bieten mehr Ladungen an und sind deshalb fähig, mehr Inhaltsstoffe aufzulösen und zu tragen. Und wenn wir kleinere Cluster haben, dann hat das Wasser mehr Energie. Und das ergibt eben diese präzise Definition. Energetisiertes Wasser ist ein Wasser, welches im Durchschnitt kleinere Wassermolekülcluster besitzt, als ein nicht energetisiertes Wasser. Und deshalb stellt es mehr elektrische Ladungen zur Verfügung. Ein energetisiertes Wasser besitzt regelmäßige Wasserqualität durch regelmäßige Clusterstrukturen. Dass dann natürlich diese harmonikalen Schwingungen, die die Natur in sich hat, und die wir als Gerät ja nur reingeben, pulsierend, weil es ja diese technische Strahlung gibt, gegen die wir das Wasser schützen müssen. Aber die Natur macht das eigentlich selber. Und wenn wir jetzt heute in dieser Welt leben, müssen wir eben diese Geschichten alle mit in Betracht ziehen. Ja. Danke fürs Zuhören. Und wenn jemand gleich mehr wissen will in Form von einem Buch, ich habe so ein Projekt vor, aber das wird noch Jahre dauern, bis ich es realisiert habe. Aber da gibt es einen Henk Kieft in Holland, der hat ein Buch geschrieben, Quantum Leaps in Agriculture. Auch auf meiner Homepage findet man auch den Link dazu, kann man das auch kostenlos als PDF runterladen. Da ist ein ganzes Kapitel sehr genau dargestellt, wie ich das Konzept realisiert habe. Und ich lasse es jetzt hier liegen, wenn das jemand anschauen will. Das ist mein Exemplar. Die sind schwierig zu bekommen, weil ich glaube, es sind keine Neuauflagen gemacht. Aber eben, wie gesagt, das PDF würden Sie kriegen. Und hier sind auch die Visitenkarten, wenn jemand mir eine Mail schreiben will und das PDF haben will. Sonst könnt ihr dann auch zum Klaus oder zum Anton gehen, weil die werden es dann eben haben. Und ja, wünsche ich guten Appetit.